Moin, es ist mal wieder Fakemon-Zeit. Dieses Mal geht es aber nicht um die Stadt oder Druus-Region. Heute stürzen wir uns in eine Collab zwischen einigen Fakemon-Creatern. Der YouTuber Pokebrawl hat eine Ultra-Collab ausgerufen und es sind schon einige Leute mit dabei, die unglaublich talentiert sind. Meine persönlichen Favoriten sind Boreal Mind, Esperblocks und Froppy Art. Schaut also auch unbedingt bei diesen tollen Creatern vorbei. Links zu ihren Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem ist jeder herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Setzt in dem Video einfach den Hashtag Fakemon Ultra Collab 2022 und schon seid ihr dabei. Aber um was geht es denn eigentlich? Thema dieser Collab ist Kryptozoologie. Laut Wikipedia befasst sich die Kryptozoologie mit Tieren, für deren Existenz es nur schwache und zweifelhafte Belege gibt, wie Folklore, Legenden, Augenzeugenberichte, Fußspuren und meist eher verschwommene Fotos oder Filme. Schaut also mal aus dem Fenster und versucht mal noch schnell einen Bigfoot oder einen Drachen zu finden. Vielleicht haben eure Bilder eine bessere Quali als 2 Megakartoffeln. Die zweite und letzte Bedingung ist, dass es sich um eine Kreatur handeln soll, die aus dem eigenen Land kommt oder die in die eigene Fakemon-Region reinpasst. Während ihr also schon vielleicht an euren Ideen arbeitet, schaut das Video doch noch zu Ende und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns doch ein Abo und ein Like da und werdet ein Teil unserer kleinen Geek-Gilde. Fantasy-Welten sind so Dinge, die leben in meinem Kopf seit Ewigkeiten und zahlen keine Miete. Deswegen war es gleich klar, worauf unsere Wahl hier fällt. Damit es aber etwas ausgefallener wird, wurden einfach 3 Kreaturen genommen und in einen Mixer gestopft. Die Basis von diesem Fakemon bildet der Lindwurm, ein Klassiker. Für die, die damit nichts anfangen können, Lindwürmer sind sowas wie die kleinen Geschwister der Drachen. Mal mit 2 Beinen, mal mit 4, manchmal auch mit Flügeln, aber mit denen können sie nicht fliegen. Ein bekanntes Beispiel eines Lindwurms wäre der Drache Fafnir aus der Nibelungensage. Und hier seht ihr Lindrake, das Lindwurm-Pokémon. Dieses Pokémon findet man oft in der Nähe oder auf Bergen. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist es, von Klippen zu springen und dann langsam Richtung Boden zu gleiten. Ihr größter Wunsch ist es, eines Tages eigenständig fliegen zu können, aber das wird aufgrund ihrer schwachen Flügel niemals möglich sein. Sie leben in Berghöhlen und sind abends am aktivsten. Außerdem ist es vom Typ Drache und Unlicht. Wie findest du dieses kleine Drachen-Pokémon? Wäre es in deinem Team? Hier hören wir aber nicht auf. Nein. Wir wollen ja voll loslegen und ein wenig im Design übertreiben. Also so wie immer. Für das nächste Fakemon nehmen wir noch das Alp dazu. Das Alp ist in der deutschen Folklore recht bekannt und ist nicht gerade beliebt. Ein Alp oder auch Nachtalp wird auch mal als Druckgeist bezeichnet. Es quält Menschen und Tiere im Schlaf. Wenn man nachts Schmerzen, Atemnot, Fieber oder sogar Angstzustände hatte, geglaubt, dass ein Alp im Schlaf auf einem gesessen ist. Jo, da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. Und hier ist Lindralba, das Albtraummantel-Pokémon. Diese Pokémon werden beinahe nie gesehen. Sie schlafen am Tag an dunklen und beinahe unerreichbaren Orten, wie zum Beispiel der Boden eines Brunnens. Sie gleiten oft durch den Nachthimmel und suchen nach Menschen, denen sie Schmerz und Leid im Schlaf nehmen können. Aber gleichzeitig finden sie auch immer die, die ihnen Leid angetan haben und zahlen es ihnen heim. Um einen Lindralba zu erhalten, muss Lindrake mindestens Level 40 sein und kann dann mit einem Finsterstein entwickelt werden. Lindralba sollte den Albtraum selbst verkörpern und ich glaube, das ist uns hier recht gut gelungen. Deswegen ist es ein Drache-Geist-Typ-Pokémon. Ich weiß, es ist natürlich overdesigned, aber es ist schwer sich zurückzuhalten. Okay, kommen wir zur letzten möglichen Entwicklung und diese mag ich sehr. Hier mixen wir den Lindwurm mit einem Wiedergänger. Wiedergänger sind im Endeffekt Zombies. Es sind Menschen, die nach ihrem Tod in der Form eines lebenden Körpers zurück in die Welt der Lebenden kommen. Klingt kompliziert, ist aber quasi einfach ein Zombie, steht aus dem Grab auf. Es gibt verschiedene Versionen des Wiedergängers in verschiedenen Kulturen. Die Version, für die ich mich entschieden habe, frisst die Seelen seiner Opfer und raubt ihnen so die Lebensenergie. Glaubst du etwa, jetzt kommt so eine Art Zombie-Drache? Ja, du liegst gar nicht mal so falsch. Das hier ist Lindränger, das Seelenfresser-Pokémon. Diese Pokémon sind für gewöhnlich niemandem freundlich gesinnt und nisten sich in verlassenen Orten ein. Lindränger kann weder gleiten noch fliegen, stattdessen rennt es auf allen Vieren. Es besitzt die Fähigkeit, allem in der Umgebung die Lebensenergie zu entziehen. Diese Energie kann es anstelle von Nahrung zum Überleben verwenden. Lindränger sollte eine gewisse Art von Terror ausstrahlen und offensichtlich ist es von einem Zombie-Drachen inspiriert. Es war auch etwas schwer, sich hier auf die Typen festzulegen, aber mit Drache und Arcane liegen wir hier am richtigsten. Ihr versteht schon. Um Lindränger zu erhalten, muss ein Lindrake mindestens Level 40 sein und den Gegenstand Seelenorb halten. Ja, das ist ein frei erfundenes Item. Während es den Gegenstand hält, muss dein ganzes Team in einem Kampf auf 0 HP fallen, wobei Lindrake das letzte Pokémon sein muss. Es wird sich dabei entwickeln und 50% seiner maximalen HP zurückerhalten. Bisschen düster, ich weiß, aber naja, Zombie-Drache. Das war mal unser Beitrag zur Fakemon Ultra Collab 2022. Wenn ihr noch weitere Creator aus dieser Collab kennenlernen wollt, dann schaut doch mal in die öffentliche Playlist oder mal unten in die Videobeschreibung, wo ein paar andere Creator mit verlinkt sind. Daher schaut euch mal in Ruhe um. Vergesst nicht, dass ihr auch herzlich eingeladen seid, mitzumachen. Eigentlich sollten diese Fakemon nur Teil der Collab sein, aber sie gefallen mir so gut, dass sie Teil der Druus-Region werden. Das war's, wir hoffen, ihr hattet Spaß, teilt das Video mit euren Freunden und zwingt eure Katze, dieses Video anzugucken. Bis zum nächsten Mal und bis denn.